Hallo Freunde! Die Tage wurden für die Jenkins-Familie zu einer Ewigkeit. Frankie, ihre geliebte Katze, war vor ein paar Tagen verschwunden und ließ sie in einem Zustand zurück, Angst und Verzweiflung. Die Kinder, Emily und Daniel, haben jede Ecke ihrer Nachbarschaft mit Tränen in den Augen durchwühlt, in der Hoffnung, einen Blick auf ihren pelzigen Freund zu werfen. Rachel und John, ihre Eltern, durchkämmten unermüdlich die Straßen, verteilten Flyer und klopften an in der Tür, verzweifelt, um ein Zeichen für Frankie zu finden. Eines Nachmittags, als sie in ihrem abgenutzten Kleinbus die Straße entlang fuhren, ihre Augen, sie wurden an jede streunende Katze angekettet, die sie traf. Und hier ist er, eine Katze mit einem Fell im gleichen Farbton wie Frankie. Die Herzen der Familie schlugen in Erwartung, ihre Hoffnung stieg auf. Sie hielten an, und ein Mann namens John konnte die verletzte Katze schnell fotografieren, bevor er in die Büsche lief. Das Bild war verschwommen und verzerrt, was es schwierig machte, die Katze mit Zuversicht zu identifizieren. Es könnte Frankie gewesen sein, aber die Verletzungen waren schwerwiegend und die Angst davor, sie zu bestätigen, der schlimmste Albtraum, hielt sie auf Distanz. Die Familie nahm widerwillig die düstere Möglichkeit an, dass es ihr Lieblingstier sein könnte. Voller Trauer konnte Rachel die schmerzhafte Aufgabe nicht bewältigen, die Leiche selbst finden. Stattdessen hat sie die Entscheidung getroffen, Frankie einzuäschern, in der Hoffnung, dass es irgendwie dazu führen würde, das Ende, und wird ihren Kindern helfen, mit ihrer Trauer fertig zu werden. Sie verabschiedeten sich in der Hoffnung, dass ihre geliebte Begleiterin jetzt auf Wiedersehen ist, ruhig. Es vergingen Tage, und eine schwere Wolke aus Traurigkeit schwebte über dem Haus der Jenkins. Einst wurde Emilys und Daniels stimmiges Lachen durch die Stille ersetzt, die sich durch das Echo ausbreitete Korridor. Sie versammelten sich im Wohnzimmer und suchten Trost in der Gegenwart des anderen und versuchten es, verstehen sie die Tiefen ihrer Trauer. Dann, als Antwort auf ihre unausgesprochenen Gebete, wurde die Stille durch einen schwachen Klang gestört. Johns Ohren sind aufgerissen, und er hat sein Gehör belastet. Hier ist es wieder, ein weiches Miauen, das aus einem offenen Fenster herauskommt. Sein Herz schlug aus einer Mischung aus Unglauben und verzehrender Freude. Hast du das gehört? John flüsterte mit einer zitternden Stimme vor Hoffnung. Rachel, die ihre Augen vor Erstaunen weit geöffnet hatte, nickte als Antwort. Sie tauschten ihre Blicke aus, ihre Herzen klopften im Einklang. Sie zögerten keine Sekunde, sie rannten heraus und berührten kaum die Füße des Bodens. Und dort, auf der Veranda, stand Frankie. Sein Fell war leicht verworren, sein Körper dünn und schwach, aber seine Augen glänzten mit Erkenntnis. Die Familie versammelte sich um ihn herum, Tränen flossen über ihre Gesichter, als sie ihn geduscht hatten, Liebe und Erleichterung.